Willkommen zu Let's Play Hogwarts Legacy und diese zwei Slytherins sind einem Geheimnis auf der Spur. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Wir sind in der geheimen Krypta unter Hogwarts und entdecken jetzt ein Bild. Aber da fehlt auf jeden Fall etwas. Ein Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Sehr mysteriös. Eine Runendarstellung. Das ist doch alte Magie, oder? Das Symbol, das kennen wir. Was hilfreich ist in der Nachricht? Ein Runensymbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominis. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Skriptorium hatte? Nein. Ist es mit unserem Gemeinschaftsraum verbunden? Nein, Ominis hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Was es mit Salazars Krypta auf sich hat, da bin ich sehr gespannt. Ich denke, da könnten wir dann den ersten dunklen Fluch auch lernen. Aber ja, jetzt haben wir erstmal dieses Triptychon. Das ist ein dreiteiliges Gemälde, was ein Narrativ erzählt. Und das ist eben sehr unvollständig. Okay. Damit ist dieser Hauptauftrag abgeschlossen. Triff mich bei den Ruinen von Schloss Falbarton. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Und Nati meldet sich auch schon. Wir können ja mal schauen, was wir hier noch an jetzt aktiven Quests haben, was da der Status ist. Ganz weit oben. Unterrichtsstunde Astronomie ist die Hauptquest. Und Nati nach Einbruch der Dunkelheit treffen. Okay. Aber wir haben noch so viele Nebenquests. Das ist ja ihre Mutter, Professor Onai. Die besuchen wir mal zuerst. Wahrsagen, da waren wir nämlich noch nicht. Das befindet sich hier im Turm. Tja, wir gehen jetzt hoch in den Wahrsageunterricht. Der befindet sich ja hier, genau, oben im Turm. Und da muss man mit einer Leiter in den Raum klettern. Ist ja auch wie in den Büchern beschrieben. Also teilweise echt, könnte man sagen, 1:1 übernommen. Okay. Und das ist der Wahrsageunterricht. Ist nicht ganz so bedrückend und eng wie im Film, aber es ist natürlich auch eine andere Lehrerin. Da hat er die Erleuchtung. Und das ist die Mutter von Nati. Und natürlich Kaffeesatzleserei. Fehlt nur noch der Grimm. Oh, ich glaube, er hat was gesehen. Oh, bei den anderen nicht so erfolgreich. Gesundheit. Ich muss ja sagen, ich finde diese Unterrichtsmontagen echt nett. Da kriegt man einen guten Eindruck, wie es im Unterricht so abläuft. Revelio. Ohne dass es zu langatmig wird oder zu langweilig. Es gibt ein Handlesemodell. Da kann man dann Wahrsagen üben. Okay.
Also ist recht karg, finde ich, der Raum. Sehr sporadisch, aber ist halt so, sage ich mal. Nicht so krass Was haben wie... wir denn hier? Ich hoffe, die wie Aufgaben Professor waren Trelawney. fordernd genug für Sie. Da lädt Professor Weasley, ja, Frau Onai ein nach Hogwarts. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass Sie es schaffen würden. Da Sie zweifellos Ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich. Sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Jetzt ist die Frage. Wir sehen Gefahr, Triumph, Macht natürlich. Ich sehe gute Dinge. Immerhin liegt mir die Zukunft zu Füßen. Und ich werde sie mir zu eigen machen. Diese Sonnenbrille. Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt. Sie kann von jenen mit einem sehr starken Willen gestaltet werden. Den scheinen Sie zu haben. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von Ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über Ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für Ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von Ihnen erwarten dürfen. Als Belohnung kriegen wir jetzt einen neuen Lenken Sie Zauber. Ihre Magie auf das Ziel. Descendo. Den können wir dann auch im Kampf einsetzen. Da ist der Fingerzeig nach unten. Okay. Sie Neuer haben Zauber den Dreh gelernt. raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Ah ja, da ist die Übungspuppe. Machen wir gleich. Das ist ein lila Zauberspruch. Okay. Also wir haben ja ziehen, wegstoßen und nach unten prallen. Aufprallschaden wird verursacht. Ist dann wahrscheinlich sehr schön mit Levioso zusammen zu benutzen. Das finde ich halt echt cool, denn diese Kombos, wenn man die richtig kennt und geschickt einsetzt, Descendo! Fantastisch. kannst du den einmal Sie haben runterprallen den Dreh lassen. raus. Man könnte ihn aber auch Levioso! wahrscheinlich in die Luft schweben lassen und dann eben runterknallen. Descendo! Jetzt, wenn der Zauber Dann müssen nachladen Sie würde. aufhören, sich vorzubereiten und Ihre neuen Fähigkeiten außerhalb des Klassenzimmers erproben. Ja, außerhalb sind wir ja schon fleißig am Erproben. Gut, den Auftrag haben wir geschafft. Haben wir noch weitere Sachen. Wir haben Flipendo, können wir nochmal bei Professor Garlick lernen. Aber da wir ja alle Sebastian-Fans sind, haben wir jetzt hier noch die Quest im Schatten der Blutlinie. Sebastian und Ominis wurden dabei beobachtet, wie sie sich in der Nähe der großen Halle gestritten haben. Ich sollte herausfinden, worum es dabei ging. Okay, dann geht die Quest auf jeden Fall mal weiter. Das ist dann auch wahrscheinlich die Quest, die uns dann die unverzeihlichen Flüche näher bringt. Ich bin gespannt. Hier haben wir ja die Flohflamme aktiviert. Jetzt sind wir außerhalb der großen Halle. Können hier durch, genau, durch den Innenhof. Revelio! Und dann schauen wir auch mal noch hier. Hier ist schön dekoriert hier an Halloween, weil es ja jetzt herbstlich ist. Richtig nice. Und ich sehe gerade, ich habe diese Flipendo-Statue noch nicht. Levioso! Flipendo, Levioso, sorry. Für die Handbuchseite. Und das ist halt so ikonisch, dieser Innenhof. Ich finde es auch echt cool, wie sie die Welt halt angepasst haben. Also entsprechend der Jahreszeiten. Und ich weiß gar nicht, ob wir schon wirklich in der großen Halle richtig waren. Incendio! Können wir das hier anzünden eigentlich? Nee, hat nicht geklappt. Manchmal passiert das ja hier, so diese Fackeln. Genau, hier waren wir auf jeden Fall schon. Dann haben wir die Stundengläser gesehen. Revelio! Und haben soweit auch alles gesammelt. Und hier geht's jetzt endlich in die große Halle. Oder noch nicht ganz. Die Rüstung summt. Lumos! Und wir haben noch ein Lumos-Rätsel. Okay, das ist auch in der großen Halle auf jeden Fall. Und jetzt... Tada! Wow! Hammergeil. Auch noch mit Kerzen. Nicht nur die Kerzen, sondern eben auch die schwebenden Kürbisse. Und die Fledermäuse. Hallo! Haben wir hier zu Wie sehen. schön, Sie zu sehen! Richtig nice einfach. Du Rotznase! Ich zahle nicht für deine Schulsachen, um mit einem Haus voller Flüche
Und der kriegt wieder einen Heuler, der Schüler. Ach, der Arme. Aber guck mal, wie das schön alles... Okay, ihr geht's wohl nicht ganz so gut. Sie steckt im Tisch fest. Das ist kein Bug, das ist Magie. Genau, und die große Halle ist natürlich verzaubert, die Decke. Die zeigt den Himmel draußen. Ist ja gerade nicht so schönes Wetter. Aber schon sehr cool gemacht. Lumos. Und hier, da hockt die Motte. Naja, hinterm Schulleiter. Und, ja. Ja, die Halle ist nicht ganz so, oder die Schüler sind natürlich nicht ganz so vielzählig, weil wahrscheinlich damals halt vor 100 Jahren noch nicht so viele Schüler nach Hogwarts gegangen sind. Dafür kriegen wir jetzt eine weitere Handbuchseite. Und hier irgendwo ist dann auch Sebastian, mit dem wir dann gleich quatschen. Ah, da stehen sie. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Yes, die dunklen Alles, Künste! was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Doch, rück raus. Wir Ich wollen gebe Unreal nicht auf. Tournament spielen. Avada Kedavra wollen wir lernen. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Okay, jetzt geht's richtig los mit den dunklen Künsten. Und wir können sogar die Wahl treffen, ob sie uns interessieren oder ob wir sie für gefährlich halten. Wir wollen natürlich alles wissen. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ach Quatsch, vertrau mir, Bro. Kannst es mir doch sagen. Los. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Ja, das ist doch dieser Gehirnwäschefluch. Oder war das... Sagen wir mal nein, damit das uns erklärt. Was bewirkt der Cruciatus-Fluch? Er ist bekannt als Folterfluch. Crucio. Er fügt dem Opfer heftige, unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Welche Auswahl nehmen wir hier? Er hätte es besser wissen müssen. Er hätte direkt den Fluch anwenden sollen. Das ist grauenhaft. Aber egal unter welchen Umständen, er hätte das nie tun dürfen. Er hätte es besser wissen falsch müssen. gewählt. Glaub mir, es ist gar nicht so einfach klar zu denken, wenn du von Crucio getroffen wurdest. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Ja. Er wird es verstehen. Wir wollen unbedingt da mehr dazu wissen. Die dunklen Künste sind nicht mehr weit. Jetzt müssen wir nur warten, bis er sich bei uns meldet. Und dann gehen wir dieser Storyline nach. Hier zeige ich euch nochmal jetzt mal das Rätsel. Man sieht halt, wenn sich die Räderchen bewegen, dass es richtig ist und der Controller vibriert. Und dann muss man einfach warten. Aber Crucio ist natürlich schon nicht ohne, ne? Also, ich habe jetzt ja noch Was haben wir denn hier? nicht spoilern Ein lassen. Demigeist. Aber allein die Art und Weise, wie das jetzt schon erzählt wurde mit dem Crucio-Fluch, ist natürlich Du gehörst mir, Demigeist. schon harter Tobak eigentlich. Wenn man überlegt, dass das halt wirklich so, oder wenn man das auch ernst nimmt, die dunklen Künste. Heißt ja auch unverzeihliche Flüche. Wenn man den einmal ausspricht, wird einem nie wieder verziehen. Revelio. Okay. Wir schauen uns hier mal noch weiter um. Das ist jetzt neben der großen Halle. Das ist irgendwie ein extra Zimmer. Das könnte der Raum sein, wo
Oder eine Hommage an den Raum, wo Harry dann nach dem Trimagischen Turnier vielleicht hingekommen ist. Wir haben hier das Eulenpult. Dort wird die Rede gehalten von den Schulleiterinnen und Schulleitern. Revelio. Oh, jetzt sind die Lehrer, beziehungsweise die Schüler natürlich weg. Aber das Essen steht noch da. Oh, ein Schnatzschlüssel. Na, wo fliegst du hin? What? Der will uns hier... Aha, der will uns hier in die Irre führen. Ah, da ist der Schrank. Also sie haben sich schon ein paar Freiheiten natürlich genommen im Vergleich zu den Filmen. Aber wenn ich mir so den Film anschaue, finde ich, gefällt mir eigentlich das Spiel, also das Schloss im Spiel, einen Tick besser, einfach weil es noch detaillierter ist. Also ich muss sagen, sie haben echt einen richtig guten Job mit dem Spiel gemacht. Komm, trink! Peeves ist wieder am Start. Hört ihr den? Revelio. Da haben wir noch eine... Oh, ein Alohomora-Schloss. Ja, diesmal... Ich versuche ja auch so schnell wie möglich das Schloss zu knacken. Damit das nicht so in die Länge zieht. Aber das ging jetzt sehr flott. Manchmal sucht man da einfach ewig, bis man dann die richtige Kombination gefunden hat. Hier kann man sich umziehen. Keine Ahnung. Revelio. Und das... Was ist das in der Mitte eigentlich gewesen? Gut, wir wollen natürlich auch alles so weit wie möglich aufdecken. Also, ich weiß nicht, ob ihr Lust habt, aber so ein 100% Run. Ich verspreche mal natürlich, also noch nichts. Aber bei dem Spiel hätte ich schon gut Lust. Ob wir alles dann im Let's Play zeigen, wie wir das 50. Arithmantik-Rätsel lösen, ich würde sagen eher nicht. Aber die wichtigsten Sachen auf dem Weg zur Vervollständigung, die können wir schon gerne gemeinsam dann auch erleben. So, habe ich richtig gerechnet? Was haben wir denn hier? 7. Wir brauchen die 24, da haben wir die 7. Und wir brauchen die Spinne, die 8, okay. Und die 9 haben wir auch, ja. Das sollte passen. Tada! Sehr gut. Okay. Das jetzt müsste hinter den Stundengläsern sein, oder? Oder hinter diesem Zwischenraum. Den haben sie wahrscheinlich eingebaut für... Also nicht diesen Raum hier, sondern der nebendran. Weil bevor man die große Halle betritt, ist ja nochmal ein Raum. Und den haben sie, glaube ich, wegen den Ladezeiten eingebaut. Damit die große Halle in Ruhe geladen werden kann. Da sehe ich noch eine Schatztruhe irgendwo. Na gut. Aber dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir sind auf dem Weg zu den dunklen Künsten. In der nächsten Folge untersuchen wir aber noch Hogsmeade. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und lasst gerne ein Like da und so weiter. Euer Fabian.